Hausarbeiten und Klausuren sind für viele Studierende ein leidiges Thema. Wieder 2 Tage vor Abgabe durch die überfüllte Bibliothek hetzen, gibt es denn da keine Alternative? Doch, die gibt es. Und zwar könnt ihr hier an der CRU in manchen Modulen auch einen Film als Prüfungsleistung erstellen. Deshalb haben wir von We Are CAU mit Studierenden und Lehrenden über ihre Erfahrungen gesprochen und hoffen, da für euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu können. Im ersten Teil besuchen wir die Medienwissenschaft. Hier gibt es das sogenannte Praxismodul, in dem Studierende anstatt einer Hausarbeit Filme erstellen können. Ja, also mein Name ist Markus Kuhn, ich bin Professor für Medienwissenschaft am Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien. Ich unterrichte Film und Medien, Analyse, Theorie und Geschichte. Ich bin der Leiter des Fachbereichs Medienwissenschaft. Wir sind ein kleiner Fachbereich. Bei uns sozusagen gibt es im Vergleich zu vielen anderen Standorten in Deutschland an den Universitäten ein Modul, in dem man eine filmpraktische Arbeit vorlegt, in dem man ein audiovisuelles Produkt vorlegen kann. Und dieses audiovisuelle Produkt ist je nach Semester zum Beispiel ein Kurzfilm, ein Dokumentarfilm oder eine Webserie. Und in diesem Semester haben wir eben Webserien produziert. Naja, ich muss mich jetzt eigentlich auch mal fertig machen. Ich habe nämlich noch ein Date. Aber Lilly, ein Date in der Öffentlichkeit, das ist total gefährlich, wenn euch jemand sieht. Jetzt entspann dich mal. Wir treffen uns im alten Schankraum von Lille. Trotzdem, ich finde das nicht gut. Was ist denn das überhaupt wieder für ein Typ? Wo hast du den denn aufgegabelt? Webserien eignen sich besonders gut, weil sie eben auch aus einer semi-professionellen Szene herauskommen und in Deutschland wirklich mittlerweile zu so einer Community, Webserien-Community geführt haben. Der Reiz der Webserie ist, dass alles möglich ist. Von 10 Sekunden über 30 Sekunden, über 90 Sekunden bis hin zu 10 Minuten. Wir geben die Strukturen vor, aber gerade die inhaltliche Ausrichtung und die Wahl des Genres ist den Studierenden überlassen. Und somit kann man wahrscheinlich, sage ich, sozusagen ideal erfüllen, dass einerseits Freiheit komplett da ist, aber andererseits keine Willkür. Also das heißt, dass es noch genug Struktur gibt, an der man sich festhalten kann, dass man sich nicht allein gelassen fühlt. Wir wollen das Angebot dieses Praxismoduls in dem Sinne erweitern, dass wir nicht unbedingt das Praxismodul selbst komplett umkrempeln, sondern dass wir versuchen, ein Konzept zu bauen, wo wir dieses Praxismodul auch Lehramtsstudierenden des Fachs Deutsch anbieten können, um sozusagen mehr Medienkompetenz mitzubringen, wenn es in die Schulen geht. Ich bin Sandra, ich studiere Politikwissenschaft und Medienwissenschaften im Master. Ich bin Luca, ich studiere Medienwissenschaft und Literaturvermittlung, auch im Master. Ich bin Nele, ich studiere Medienwissenschaft und Soziologie im Master. Ich hatte eine faktuelle Webserie. Wir haben uns mit der Identitätsbildung auseinandergesetzt. Jeder von uns im Team hatte irgendwie eine andere Vorerfahrung, was dann ganz spannend war und sich einfach perfekt ergänzt hat. Das größte Problem war bei uns tatsächlich eher die Drehorte zu finden und die Interviewpartnerinnen. Das Drehen an sich war dann relativ schnell und kurz. Wir machen eine fiktionale Webserie, die so ein bisschen ins Genre Mystery und Detektiv gehen soll. Wir hatten relativ früh so irgendwie eine spezifische Vorstellung von der Atmosphäre, die wir irgendwie so vermitteln wollen, und das war, glaube ich, immer so der rote Faden in unserer Ideenentwicklung. Also ich glaube, die größte Herausforderung war jetzt tatsächlich, sich bei den Schauspielern zu einigen in der Gruppe. Also dass wir haben ein Casting veranstaltet, also es war gerichtet vor allem so an auch junge Studierende, die irgendwie einfach Bock haben, sowas mitzumachen, vielleicht ein bisschen Vorerfahrung schon gesammelt haben. Deswegen dachten wir uns schon so, dass es an der Uni bestimmt Leute gibt, die irgendwie Bock haben, bei sowas mitzumachen, und das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben auch eine fiktionale Webserie produziert, namens Stuck in Nighttime, die ein bisschen angelehnt ist an das Videospiel Life is Strange. Und wir haben uns darauf konzentriert, dass wir in einem Studentenwohnheim gefilmt haben. Und da haben wir, sozusagen unsere Protagonistin hat sich ausgeschlossen und musste dann einen Weg zurück in ihr Zimmer finden. Und die Ereignisse der Nacht wurden immer skurriler, immer absurder und haben sich dann über mehrere Folgen gestreckt. Wieso geht dir nicht rein, dass deine Argumentationsweise exakt dieselbe ist, die du mir vorwirfst? Du behauptest, ich würde dich als Lügnerin darstellen, aber bist selbst nicht in der Lage, auch nur einen Zentimeter von deiner Auslegung der Realität abzuweichen. Für dich ist doch klar, dass ich in meinem Kopf einfach Selbstgespräche führe, dass ich all diese Sachen gar nicht zu dir sagen würde. Klingelt da was? Wenn hier einer den anderen als Verrückter stellt, dann bist du das Hase. Ist das die Uhr, auf die du geschaut hast, Rita?
Ja? Wieso? Sie geht rückwärts, ist dir das bewusst? Ich hatte auch keine Vorerfahrung und bei uns in der Gruppe war das bei den meisten auch tatsächlich so. Wir haben am Anfang Aufgaben aufgeteilt, ich habe Regie gemacht und für mich war es super irritierend am ersten Tag, dass mir jeder Take gezeigt wurde und ich musste den abnicken. Und auf einmal hat man Machthierarchien oder so eine sehr flache Machthierarchien, aber auf einmal gab es Hierarchien. Wir haben uns so nach und nach immer mehr eingegroovt, auch unsere verschiedenen Rollen, und haben uns nach und nach immer wohler gefühlt. Und das war super wichtig für uns. Unser erster Drehtag waren 18 Stunden, also wirklich schon Feuerprobe, und danach hatten wir meistens dann so Drehtage zwischen 10 und 16 Stunden, Pi mal Daumen. Und bei uns war es auch einfach dieses Studentenwohnheimszimmer, waren 8 Quadratmeter und wir waren auf einem sehr engen Raum, sehr intensiv zusammen. Und wir haben uns natürlich zum Glück Feuerprobe sehr gut verstanden, aber das hätte auch schief gehen können, sage ich einfach mal so. Die meisten Gruppen sind in den letzten Jahren auf YouTube am Ende online gegangen, aber man könnte auch auf jeder anderen Videoplattform, auf einer eigenen Homepage oder auf TikTok oder wo auch immer, Instagram eingebettet, online gehen. Es gibt einige Gruppen, die in den letzten Jahren auch mal Begleitplattformen genutzt haben. Also die haben, sagen wir mal, die Webserie auf YouTube platziert und sind dann noch mit einem Instagram- oder Facebook-Profil rangegangen an das Gesamtkonzept und haben das dann dadurch unterstützt und miteinander vernetzt und sozusagen im Radikalfall dann auch den Figuren der Serie, die ja eigentlich fiktional sind, reale Profile in den sozialen Medien geschaffen, was natürlich zu einer sehr interessanten, transmedialen, medienübergreifenden Art des Storytellings führen kann. Das Entscheidende für die Bewertung ist tatsächlich das Umsetzen der strukturellen Vorgaben, das Konzept, das dahinter steht. Wir müssen sozusagen aufgrund der prüfungstheoretischen Vorgaben zu dem praktischen Produkt noch einen Projektbericht einfordern. Und bisher hat sich jeder Kurs dafür entschieden, eine Kinopremiere mitzumachen. Die Premiere ist einfach nochmal eine wunderbare Möglichkeit, die Ergebnisse zu genießen, zu feiern, in einem Blog zu gucken, auch im Institut bekannt zu machen. Wir machen sogar immer eine Premiere und 2 Nachspieltermine, weil die Premiere grundsätzlich immer ausverkauft ist. Was ich so als Vorteil jetzt von dem Praxismodul sehe, ist auch so ein bisschen das Endprodukt ist ja auch sowas fürs eigene Portfolio. Wenn man sich bewerben will, irgendwie, wenn man vielleicht in die Richtung Film, Medien gehen will, dann hat man da wirklich ein Produkt, wo man sagen kann, da habe ich mitgearbeitet. Es ist Arbeit, die anders belohnt wird, weil meine Eltern, denen gebe ich nicht meine Hausarbeiten und sage, guck mal, was ich gemacht habe, guck mal, cool. Und jetzt konnte ich mich mit den beiden halt von Fernseher setzen und sagen, das habe ich gemacht. Das ist einfach eine tolle Erfahrung gewesen und würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder machen. Schaut euch doch gerne noch den zweiten Teil unseres Videos an. Dort besuchen wir die Romanistik, wo es ebenfalls die Möglichkeit gibt, einen Film als Prüfungsleistung abzugeben.